Pablo Picasso ist, so viel ist sicher unstrittig, einer der bedeutendsten und einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Zusammen mit Georges Braque gilt er als Wegbereiter des Kubismus. Er erfindet die Collage und leistet mit seinen Werken zentrale Beiträge zur Entwicklung des Symbolismus und Surrealismus, ist an jeder Entwicklung der Kunst seiner Zeit maßgeblich und prägend beteiligt. Zwar versteht sich Picasso zeitlebens in erster Linie als Maler, aber auch sein plastisches oder keramisches Werk ist vielseitig und umfangreich. Immer wieder kehrt der Künstler zudem in die grafische Arbeit zurück, zeichnend und druckend, motivisch und technisch experimentierend. Mit über 50.000 Werken in unzähligen Materialien, Stilen und Techniken hinterlässt Picasso so ein in Umfang und Formenvielfalt unvergleichliches, in seiner Gesamtheit, seiner Wirkung und Relevanz kaum mehr zu erfassendes Erbe. Pablo Picasso wird am 25. Oktober 1881 in Malaga, Spanien geboren. Sein Vater, selbst Kunstlehrer, erkennt früh das außergewöhnliche Talent des Sohnes. Bereits mit 14 Jahren besteht Picasso die Aufnahmeprüfung der Kunstakademie in Barcelona und zieht von dort später, er hatte bereits erste eigene Ausstellungen erhalten, nach Madrid und weiter nach Paris, um dort seine Kunst weiterzuentwickeln. 1901 leitet der Selbstmord des langjährigen Malerfreunds Carlos Casagemas Picassos blaue Periode ein, die verschiedene Ausprägungen menschlichen Elends und der Hoffnungslosigkeit als zentrale Motive behandelt. Evokation, das Begräbnis Casagemas, gilt als deren Initialwerk. Im melancholischen La Vie findet sich abermals das Porträt des Freundes in der männlichen Figur. Die Werke der Gruppe, sämtlich mit einheitlichem Blau als Grundton angelegt, finden, obgleich sie thematisch dominiert sind von Motiven der Einsamkeit, des Leids und der Armut, deutlichen Zuspruch bei Kritikern und in den Galerien. Ab 1904, Picasso hatte sich endgültig in Paris niedergelassen, verändern sich die Farben, werden wärmer. Mit dem Werk Junge mit Pfeife tritt Picasso ein in die später Rosa-Periode genannte, deutlich weniger einheitliche Phase. Die dargestellten Themen und Motive werden positiver, oft finden sich in den Werken nun lyrische Figurenbilder von Akrobaten, Gauklern oder Harlekinen. Die Formgebung wird geometrischer, härter. Bereits seit dem Winter 1906 bereitet Picasso in etlichen Skizzen, Studien und Gestaltungsvariationen das große Gemälde Les Demoiselles d'Avignon vor, eines der Schlüsselwerke der Moderne, das er schließlich im Juli 1907 vollenden kann. Mit dem von der Kritik zunächst einmal vorwiegend negativ wahrgenommenen Werk legt Picasso indes den Grundstein des kommenden kubistischen Denkens, das er in den nächsten Jahren gemeinsam mit seinem Freund Georges Braque ausformuliert. Die oftmals symbiotische Kollaboration der beiden Künstler fordert die Reduzierung und Fragmentierung der Formen. Die Brechung und Simultanität von Perspektiven ist abstrahierend und revolutionär. Picasso und Braque arbeiten im analytischen Kubismus die Gegenstände zerlegend, im synthetischen Kubismus aus abstrakten Formelementen hingegen ein neues, autonomes Bild schaffend. Mit dem Einsatz von Realitätsfragmenten wie Zeitungen, Tapeten oder Holzstücken legen die kubistischen Künstler um Picasso so auch den Grundstein für neue Arbeits- und Darstellungsweise wie Collage oder Assemblage. Picasso befasst sich zwar auch nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs weiterhin mit geometrisch abstrahierten Gestaltungen, kehrt aber zugleich auch zur figürlichen Darstellung zurück und entfernt sich so nach und nach vom Kreis der Kubisten. So zeigt sein Werk dieser Zeit ein deutliches Nebeneinander von Stilen, eher klassizistisch wirkende Malereien wie das Bildnis Olga in einem Sessel, die drei Frauen am Brunnen oder stark abstrahierte Werke wie Die Musikanten. Ab 1925 nähert sich Picasso den Surrealisten an, deren Verknüpfung verschiedenartigster Bildelemente zur Erzeugung symbolischer Bezüge die Grundideen des Kubismus aufgriff und assoziativ erweiterte. Zugleich beginnt Picasso, anthropomorphe, das heißt der Menschengestalt ähnelnde Plastiken zu gestalten oder aus Eisenteilen und Fundstücken Readymates zu erstellen, die später verschiedentlich als Schlüsselwerke der Plastik gesehen werden.
Auf diese Weise experimentierend gelangt Picasso schließlich zu einer reifen Gestaltungssprache im Spannungsfeld von expressionistischer Deformierung und individuellem Symbolismus. Der Stierkampf, zeitlebens ein Faszinosum für den gebürtigen Andalusier, liefert hier als zentrales Thema häufig das Motiv für zahlreiche gestalterische Auseinandersetzungen. Höhepunkte dieser Phase sind die 1937 entstandenen Radierungen zu Traum und Lüge Francos, sein erstes deutlich politisch geprägtes Werk, die 100 überwiegend mythologisch-erotischen Blätter der Vollard-Suite oder schließlich das monumentale Guernica, seine überdimensionale Anklage des vom faschistischen General Franco im Spanischen Bürgerkrieg initiierten deutschen Bombenterrors gegen wehrlose Zivilisten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zieht sich Picasso aus Paris nach Südfrankreich zurück und befasst sich dort intensiv mit, zum Teil figürlicher, Keramik. Auch sein grafischer und malerischer Stil wandeln sich abermals. Er schafft verschiedene als Metamorphosen, als Umgestaltungen angelegte Werkzyklen, in denen er eigene Werke der Vergangenheit abermals aufgreift und variiert, sich aber auch mit historischen Vorbildern wie Delacroix oder Velázquez beschäftigt. Unter den zahlreichen Phasen und Stilperioden in Picassos Schaffen nimmt sein Alterswerk eine durchaus besondere Stellung ein. Die späten Bilder, geprägt von physischer Sinnlichkeit, dabei Intimitäten wie Kuss und Kopulation im Detail zeigend, sind geprägt von einer großen inneren Rastlosigkeit, von der Arbeit gegen die Zeit, die eigene, immer präsentere Sterblichkeit. Im Privaten führt Picasso, vielleicht auch um dieser Vergänglichkeit eine exzessive Lebensbejahung entgegenzusetzen, wohl das, was man höflich ein intensives Leben nennt, geprägt von seinen zahlreichen Beziehungen zu verschiedenen Frauen, oft wechselnd, oft gleichzeitig, oft diese Frauen verletzend und missachtend, nach persönlichem Gutdünken ablegend, wenn sein Interesse weitergewandert war. Viele von ihnen waren dabei dennoch auch Musen, ihn inspirierende Begleiterinnen, die motivisch verarbeitet wurden und sein Denken und Werk tief beeinflussten. Jacqueline Roch, Picassos letzte Lebensgefährtin, allein taucht in über 400 Werken auf und prägt so deutlich seine späten Schaffensphasen. Picassos unvergleichliche Karriere als bedeutendster bildender Künstler der Moderne erstreckt sich über einen Zeitraum von mehr als 7 Jahrzehnten. Pablo Picasso stirbt am 8. April 1973. Die Minotauromachie, wörtlich Minotauruskampf, entsteht als Reihe von 7 Radierungen ab dem 23. März 1935. Sie gilt als die bedeutendste grafische Arbeit des Künstlers. Der Titel ist dabei sicherlich ein bewusstes Spiel mit der Tauromachia von Goya, einer Aquatinta-Reihe aus dem Jahr 1819, die die Gräuel des Stierkampfes thematisiert. Keine Figur findet sich so oft in Picassos Werken wieder wie die des der griechischen Mythologie entliehenen Minotaurus, einer Menschengestalt mit dem Kopf eines Stiers. Der Sohn des kretischen Königs Minos und eines Stiers, griechische Mythologie eben, wird von seinem Vater in einem eigens für ihn errichteten Labyrinth gefangen gehalten. Dort werden ihm alljährlich Jünglinge und Jungfrauen geopfert, bis es schließlich Theseus mit Hilfe der klugen Königstochter Ariadne gelingt, das Stierwesen zu erschlagen und so den Menschenopfern ein Ende zu bereiten. Picassos Radierungen entstehen zu einer Zeit, in der ihn die fortgesetzten Auseinandersetzungen mit seiner damaligen Frau Olga Khokhlova und ihrer natürlich begründeten Eifersucht auf seine junge Geliebte Marie-Therese Walter derart einnehmen, dass seine künstlerische Tätigkeit beinahe zum Erliegen kommt. Hin und her gerissen zwischen seiner scheiternden Ehe mit Olga und der Beziehung zu Marie-Therese hört Picasso Anfang 1935 vollständig auf zu malen, um sich beinahe ausschließlich der Herstellung von Grafiken und dem Schreiben von Gedichten zu widmen. Der Künstler selbst wird diese Zeit, in der die auch in seinem Werk erkennbare innere Zerrissenheit der letzten Jahre ihren Höhepunkt erreicht, später als die schlimmste Zeit in meinem Leben bezeichnen. Sie endet erst im Juni 1935, also kurz nach der Fertigstellung der Minotauromachie, mit Olgas Entdeckung der Schwangerschaft Marie-Thereses. Picassos aus der emotionalen Situation erwachsene Verzweiflung manifestiert sich in der Motivik der Minotauromachie. Im Zentrum des Bildes, vor angedeutetem Hintergrund aus Himmel und Meer,
am Horizont ein Segelboot, findet sich in einem flachen, bühnenartig wirkenden Bildraum am Boden liegend und sich scheinbar windend und aufbäumend ein verletztes Pferd mit schmerzverzerrtem Gesichtsausdruck, aus aufgerissenem Maul lautgebend. Auf ihm liegt eine offenbar bewusstlose, vielleicht sogar ebenso geschlagene Stierkämpferin, ihr Oberkörper in Gänze entblößt. Der sichtbare, zumindest teilweise nackte Bauch lässt eine Schwangerschaft im frühen Stadium vermuten. Während ihr linker Arm wie schützend um ihren Kopf liegt, hält der rechte, scheinbar mit letzter Kraft, ein Schwert zwischen sich und den vom rechten Bildrand weiter in die Bildfläche eindringenden, mächtigen, disproportionalen Minotaurus. Unklar, ob es eine Abwehrhaltung ist oder ob die auf den Hals des sterbenden Pferdes zielende Schwertspitze hier einen Gnadenstoß setzen will. Mit offensiv ausgestrecktem rechtem Arm greift zugleich der Minotaurus in die Szene hinein, scheint sich dabei aber selbst schützen zu wollen. Links vom Pferd steht mit scheinbar furchtloser, gelassener Miene ein junges Mädchen und beleuchtet mit erhobener Kerze die sich vor ihr ausbreitende Szene. Wohl versucht sie, den Minotaurus, der, hat er doch sein Leben in der Finsternis des Labyrinths verbracht, nur in völliger Dunkelheit sehen kann, zu blenden und aufzuhalten. In ihrer rechten Hand hält sie dabei wie darbietend einen Blumenstrauß, ironischerweise Zeichen einer freundlichen Begrüßung. Die beiden erscheinen in ihrer Konfrontation beinahe eingefroren, statisch. Picasso greift hier die Motivik der nur wenige Monate zuvor entstandenen 94. Tafel der Vollard-Suite wieder auf, allerdings unter denkbar veränderten Grundvoraussetzungen. Führt in der früheren Grafik das Mädchen den blinden, mit der rechten Hand um sich tastenden Minotauren noch vor einem Boot an einer Kaimauer entlang, ermöglicht ihm so ein vorsichtiges Vorwärtskommen, so wandelt sich ihre Rolle in der Minotauromachie in die einer seinem Tun Einhalt gebietenden Figur. Weiter am linken Bildrand steigt ein bärtiger Mann offenkundig hastig eine Leiter hinauf, so als ob er gerade flüchten wolle. Mit schwer zu entschlüsselndem, angesichts der Situation indes überraschend wenig angstvollen Blick schaut er aus seiner erhöhten, vermeintlich sicheren Position auf die sich im Bildzentrum abspielende Szene. Kompositorisch bemerkenswert ist, wie sich seine elongiert schlanke Form hell vom dunklen Hintergrund abhebt und somit einen Gegenpol zur massiv wuchtigen, dunklen Form des Minotaurus bildet, der klar vor seinem hellen Hintergrund hervorsticht. Die beiden Figuren werden so sowohl in Habitus, Masse und optischem Gewicht zu zwei auch durch ihre in den Bildraum hineinführenden Blicke diesen begrenzenden Antipoden. Aus dem Fenster eines schlichten Gebäudes im Hintergrund und so geschützt vor dem sich darbietenden Gewaltakt schauen mitleidigen Blickes zwei Frauen beobachtend hinunter. Auch der die beiden überwölbende Bogen des Fensters scheint hier nochmals Schutz zu bieten. Vor den beiden Frauen sitzen auf dem Fenstersims zwei Tauben, ihren Blick indessen nicht auf die Hauptszene gewandt, sondern vielmehr den Mann auf der Leiter beobachtend. Tauben spielen in Picassos Werk, aber auch in seiner Biografie immer wieder eine zentrale motivische Rolle, sei es als Symbole von Reinheit und Unschuld oder aber, wie im Fall seiner berühmtesten Taube, als Symbol des Friedens. Picasso entwickelt die endgültige Komposition und Gestaltung der Minotauromachie über mehrere Wochen, von März bis Mai 1935. Es existiert lediglich ein einziger vollständiger Satz aller 7 Zustände, einschließlich der kolorierten Version des 7. Zustands. Bereits im ersten, beinahe ausschließlich in Konturlinien angelegten Zustand ist die durch die Hausecke gebildete Mittelsenkrechte klar angelegt, entlang der Picasso bereits im 2. Zustand die Bildhälfte in eine helle und eine dunkle Seite teilen wird. Diesen für die Komposition charakteristischen Chiaroscuro-Effekt wird Picasso in den nächsten Zuständen weiter herausarbeiten, so dass beispielsweise das Licht der Kerze stärker hervortritt und das Spiel der Dualität von hellen gegen dunkle Flächen ein zentrales Gestaltungsmerkmal wird, optisch und emotional wirkungsvoll auf die Bildnarration einwirkend. Picasso selbst hat sich nie konkret zur inhaltlichen Deutung der Minotauromachie geäußert. Der Umfang und die Verschiedenheit der Ansätze zu seiner Entschlüsselung sind ebenso zahlreich wie inhaltlich vielseitig, dabei teils sogar deutlich und unauflösbar widersprüchlich. Alle wollen die Kunst verstehen, so amüsierte sich Picasso. Warum versucht niemand, den Gesang der Vögel zu verstehen?
Bereits in den Monaten vor der Arbeit an der Radierung hatte sich Picasso intensiv mit dem Problem der Geschlechterbeziehung in verschiedenen Darstellungen der Konstellation Maler mit Modell auseinandergesetzt. Auch die zu dieser Zeit entstandenen zahlreichen Stierkampfszenen sind in diesem Kontext durchaus symbolisch zu verstehen. Der Stier, der Minotaurus, mit dem sich Picasso immer wieder identifiziert, der motivisch sein alter Ego wird, verkörpert so verklausuliert die widersprüchlichen Aspekte der Persönlichkeit des Künstlers. Das Mischwesen gerät in den Werken immer wieder zum Opfer undurchschaubarer Umstände und der eigenen inneren Zerrissenheit, wird so zum Sinnbild von Picassos gegenwärtiger Orientierungslosigkeit. Schon während der viktorianischen Zeit war die Gestalt des Minotaurus dabei zu einem Sujet geworden, das sich aus der reinen mythologischen Ebene herausgelöst hatte. Das Stierwesen wurde zur Symbolgestalt des Unbewussten, der Dualität und inneren Widersprüchlichkeit des Menschen mit seiner zivilisierten und seiner animalischen, instinkt- und triebgesteuerten Seite. Ein Grundgedanke, der literarisch beispielsweise verewigt wird in Robert Louis Stevensons Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Zugleich steht die Figur des Minotaurus sinnbildlich für die labyrinthischen Lebenswege, die der Mensch zu navigieren hat. Insbesondere die Surrealisten, denen Picasso durchaus nahestand, griffen diese sich auch in den Lehren der noch jungen Psychoanalyse widerspiegelnde Symbolik dankbar auf. Wie in einem Traum tritt also in der Minotauromachie das Moment der Doppelsinnigkeit auf, bei dem sich eine Person in zwei Personifizierungen aufspaltet. Nicht zuletzt aufgrund der Gesichtszüge lassen sich sowohl das die Kerze haltende Mädchen als auch die bewusstlose Stierkämpferin als Picassos junge Geliebte Marie-Therese Walter lesen. Für Picasso war sie die schöne, liebliche und geduldige Erscheinung, die keine Ansprüche an ihn stellte. Eigenschaften, die in ihrer in kindlicher Unschuld und Reinheit mädchenhaften Gestalt Ausdruck finden. Sie kann dem Monstrum Einhalt gebieten. Die Schwangerschaft der Stierkämpferin verweist dabei, so eine gängige Deutung, ebenso auf die im realen Leben schwangere Marie-Therese. In Picassos autobiografischer Allegorie hat der Minotaurus der Stierkämpferin scheinbar den Tod gebracht. Die junge Frau hat seiner emotionalen Wucht nicht standhalten können, ist Opfer von Picassos sexueller Begierde geworden. Sie ist dabei nicht das einzige Opfer. Unter ihr begraben liegt das aufgeschlitzte, sterbende Pferd. Vielleicht eine animalische Inkarnation von Picassos Frau Olga, leidend, sich windend, sterbend unter der schwangeren jungen Geliebten. Wiederholt werden indes auch den Frauen im Fenster die Gesichtszüge Marie-Thereses zugeschrieben, so dass schlussendlich alle weiblichen Figuren des Werkes Manifestationen ihrer Person wären. Hierfür mag sprechen, dass ihr Gesicht in zahlreichen von Picassos Werken dieser Zeit als sanftmütige Beobachterin von Krisenszenen erscheint. Auch ist in den beiden männlichen Figuren die symbolische Dualität der menschlichen Seele verwirklicht. Auf der einen Seite findet sich der aus der Situation fliehende, sich ihr entziehen wollende ängstliche Mann, auf der anderen der gewalttätige, animalische Minotaurus, dessen Gestalt Vitalität und Lebenslust, aber eben auch ungezügelte Gier und destruktive Triebhaftigkeit verkörpert. In weiteren Arbeiten, beispielsweise verschiedenen Tusche- und Gouache-Studien des Jahres 1936, setzt Picasso die Rückbezüge zur antiken Mythologie ebenso weiter ein, wie die zur zeitgenössischen modernen Tradition. Die Figur des Minotaurus liegt durchbohrt zu Füßen eines in Flammen stehenden Pferdes, findet sich selbst belagert und bedrängt von dämonenhaften Kreaturen, schleift eine leblose Stute, hier Symbol der weiblichen Sexualität, aus seiner Höhle. Immer indes scheint der Minotaurus als eine Versinnbildlichung des Künstlers selbst, seiner dualen Natur. Dennoch gibt es auch eine beachtenswerte gesellschaftliche Dimension des Minotaurus-Stiermotivs. In den 1930er Jahren überschattet in weiten Teilen Europas der Faschismus die politische Landschaft. Dass Picasso vor diesem Hintergrund, anders als zahlreiche seiner kommunistisch gesinnten Freunde, selbst nicht direkt politisch aktiv ist, bedeutet indessen nicht, dass er die Verhältnisse nicht wahrnimmt, geschweige denn, dass sie ihm gleich sind. Seine Position ist klar. Die Malerei ist nicht dazu da, Wohnungen zu schmücken. Sie ist ein Instrument der offensiven und defensiven Kriegsführung gegen den Feind. 2 Jahre nach der Entstehung der Minotauromachie übernimmt Picasso also dann einen Großteil der Bildsprache des Drucks für sein großes Antikriegsgemälde Guernica, seine empörte Reaktion auf den Spanischen Bürgerkrieg.
puis bien, c'est fini.